Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Britta Dahlberg und ich begrüße einen besonderen Gast heute zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Gästen. Lebst du schon in einer glücklichen Beziehung oder sehnst du dich danach? Fragst du dich, ob du es schaffen kannst, in einer Partnerschaft glücklich zu werden und gemeinsam zu wachsen? Diese Fragen werde ich gleich unserem Gast stellen, nämlich Dr. Chuck Spezzano. Er zeigt uns seit vielen Jahren inzwischen tolle Wege auf, Verhaltensmuster, die schon alt und obsolet sind, zu verändern. Er hat über 40 Bücher zu dem Bereich Partnerschaft und Beziehungen geschrieben und seine Psychology of Vision ist eine moderne Verbindung von klassischer Psychologie und spirituellen Prinzipien. Und ein besonderes Thema bei ihm sind immer Metaphern. Ja, ich selbst habe eine Menge von ihm gelernt und zwar eines der wichtigsten Dinge ist vielleicht der Wert und die Wichtigkeit von Freundschaft, die Beziehungspflege und ja, sie zu fühlen, sie zu erleben, Beziehungen zu genießen. All das hat mein Herz erweitert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Chuck zu uns seit so vielen Jahren hier kommt. Umso mehr freue ich mich auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Chuck. Warm welcome, dear Chuck and Ann-Kathrin, Übersetzerin heute und natürlich eine ganz bekannte Senior Trainerin in der Psychology of Vision in Deutschland. Hallo, ihr zwei. Hi. Hi. So, danke, dass ihr euch nach einem 10-tägigen Seminar jetzt so viel Zeit nochmal nehmt, alle Energie in ein Gespräch zu geben. Even after 10 days, you're still taking up the energy to have this talk. Yes, we just finished that 10-day workshop on the same subject. Ja, wir haben gerade den 10-Tage-Seminar beendet mit dem gleichen Thema. It's that important secret, how to change your partner. Dieses wichtige Geheimnis, wie du deinen Partner änderst. Ja, da sind wir schon sehr gespannt darauf. Chuck, du kennst so viele Anekdoten und Lehrbeispiele aus deiner eigenen Beziehung und kannst bestimmt uns sehr, sehr viel davon erzählen. Auch von Klienten, die bei dir waren. Du hast praktische Tipps, du hast Übungen. Eigentlich alles, was wir über Beziehungen wissen sollten, können wir von dir lernen. Ja, darüber, wie gesagt, heute dein Gespräch mit uns. Den meisten von uns wurde die alte Weisheit eingetrichtert, man sollte nie versuchen, seinen Partner zu ändern. Das ist vergebliche Liebesmühe. Eher gefriert die Hölle. Was rätst du uns also? Sollen wir wirklich an ihm rumschrauben, an ihr rumschrauben? Screw with them and try to change them. Well, we all know that we're not supposed to try to change our partner, yet Wir wissen ja, dass wir nicht den Partner ändern sollen. every one of us tries. Aber jeder von uns versucht es. And then we learn the hard way that that's not going to work. Und dann lernen wir auf die harte Weise, dass es nicht funktionieren wird. As a matter of fact, in the book, in the first page, I say it's impossible to change a partner. Sogar auf der ersten Seite des Buches sage ich, beziehungsweise schreibe ich, es ist unmöglich, deinen Partner zu ändern. But if you want to learn how, keep reading. Aber wenn du lernen willst, wie du es trotzdem tun kannst, dann lese bitte weiter. And then it goes on after that introduction for 100 chapters. Und nach dieser Einführung gibt es dann 100 Kapitel, die davon berichten. It was a fun book to write. Und es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. These principles. And when I finished 100 chapters, I couldn't stop. More chapters kept coming through. Und diese Prinzipien aufzuschreiben, als ich dann die 100 Kapitel fertig hatte, konnte ich nicht aufhören. Es sind mir noch mehr Kapitel eingefallen. So all these different ways about changing your partner through changing your own mind, changing your heart, learning the secrets of what makes relationships successful. Die ganzen Wege zu lernen, wie du deinen Partner ändern kannst, indem du dein eigenes Bewusstsein ändern kannst und die ganzen Geheimnisse erfahren kannst, wie du die Beziehung veränderst. Because if you try to change them by, reaching out and trying to grab them, it's like there's a fight.
right away. Denn wenn du versuchst, sie zu greifen und dann sie zu schütteln und zu ändern, dann wird es nicht funktionieren und es gibt dann einen Streit, einen Machtkampf. They either fight back or they withdraw. Entweder sie streiten zurück oder sie ziehen sich zurück. And none of those behaviors are happy behaviors in a Und relationship. keine dieses Verhaltensmuster sind glückliche Verhaltensmuster. So these are some things that I've learned, over the 44 years I've been doing this healing work that actually can make a difference. Und das sind die Dinge, die ich in den letzten 44 Jahren, die ich diese Heilungsarbeit schon mache, gelernt habe. Und diese Dinge beschreibe ich auch hier. Some of these exercises I've been doing for over 20 years, and some of them are hot off the press. Manche von diesen Übungen mache ich schon seit über 20 Jahren und andere sind frisch gedruckt. Aus der Presse von Lenzi und dir? Also the hot press from Lenzi and you. Well, exactly. I think, as I said before, it's like that people think I'm a relationship expert because I've written all these books on relationships. Die Menschen glauben, ich sei ein Beziehungsexperte, weil ich die ganzen Bücher über Beziehungen geschrieben habe. I said the only acid test for a man about knowing anything about relationships is how his wife is. Und dann habe ich aber gesagt, der Säuretest, woran du erkennen kannst, ob ein Mann wirklich erfolgreich in Beziehung ist, ob seine Frau glücklich ist. And she still loves me. Und sie liebt mich immer noch. That means everything. Und das bedeutet alles. After 32 years. Nach 32 Ehejahren. Wow, das ist wirklich eine lange Zeit. That's a long time. Sag mal, was würdest du denn jetzt empfehlen zu tun, wenn dein Partner etwas macht, was dich normalerweise zur Weißglut bringt? Ah, good question. Gute Frage. Well, there's so many things you can do. Es gibt so viele Dinge, die du tun könntest. The first thing is usually you get knocked back. Normalerweise wirst du davon wie so zurückgeschmissen. And so there's one principle, I actually mentioned it today. There's only one direction in a relationship for success. Und es gibt ein Prinzip, das ich auch heute im Seminar erwähnt habe. Es gibt eigentlich nur eine Richtung in der Beziehung, die zu Erfolg führt. And that's toward your partner. Und die ist auf deinen Partner zu. So of course you'll get knocked back because our ego will get offended. Our old patterns will get triggered and there'll be pain. Natürlich wirst du zurückgeworfen, denn dein Ego wird sich angegriffen fühlen und deine alten Muster werden getriggert werden und du wirst Schmerzen fühlen. But as they say, as soon as you get knocked off a horse, get back on it as quickly as possible. Aber wie sie auch beim Pferd sagen, wenn du vom Pferd runterfliegst, musst du so schnell du kannst wieder aufsteigen. I think my wife appreciates it, that I keep getting back on the horse. Ich glaube, meine Frau schätzt es sehr, dass ich immer wieder auf das Pferd aufsteige. Ja, machst du dann Komplimente, wenn da sowas kommt, was dich eigentlich zur Weißglut bringt? Oder was machst du dann? Well, I think it's pretty hard to give a compliment, but I think the key is it's like here you are, maybe, you were right next to your partner, now you're 4 steps back. Es ist schwer, ein Kompliment zu geben, wenn du so zurückgeworfen wirst. Aber warst du an deinem Partner dran und dann passiert es und dann bist du etwa 4 Schritte zurückgeworfen. As soon as you can, you start moving emotionally closer to your partner. Und sobald du kannst, fängst du an, dich emotional auf deinen Partner hinzuzubewegen. Now, here's something that people don't realize. Und jetzt sage etwas, was Menschen nicht erkennen. When a situation like that comes up, you actually have a gift within you that's an antidote to that particular pain or problem that they are going through, that you are going through, or to the situation itself. Was Menschen nicht erkennen, ist, wenn diese Situation auftaucht, dieser Schmerz auftaucht, dann hast du eigentlich eine Gabe in dir, die dir helfen würde, die auch deinem Partner helfen würde, um dich und euch hindurchzubringen durch diesen Konflikt. For instance, here's a good example. Think back to a time where your partner did something that just moved you back. Zum Beispiel, denk an eine Zeit zurück, als dein Partner etwas getan hat, was dich zurückgeschmissen hat. You wanted to choke them, but... Du wolltest sie erwürgen, aber... Yes, but that wouldn't have helped. Aber das hätte nicht geholfen. So imagine, if you will, that you're walking down a corridor in your mind that's filled with doors.
Und dann stell dir vor, dass du einen Flur entlang gehst in deinem Bewusstsein, wo es Türen gibt. And one of the doors is glowing. Und eine dieser Türen, die ist am Leuchten. And you open that door. Und du öffnest diese Tür. And there's a gift for you. Und da ist eine Gabe, ein Geschenk für dich. And it's exactly the gift that would help this situation. Und es ist genau das Geschenk, was der Situation helfen wird. Es ist das Gegenmittel. What is the gift? Was ist die Gabe? What pops into your mind? Was kommt dir in den Sinn? It was more like a symbol. Es war ein Symbol, ja. Also jetzt nicht ein Wort, sondern ich habe ein Herz gezeigt bekommen. That's schön, a heart. Great. And my sense as I tune in is there's a heart, but there's an adeptness. There is just an ability to have the right touch, the light touch. It just opens everything. Meine Intuition dazu ist, wenn ich das einfühle, da ist das Herz, aber Fähigkeit, genau zum Kern zu kommen, in die Tiefe zu gehen, genau auf den Punkt zu sein. So imagine, because it's like that dog crying in the background, it's like somebody's hurt, you're hurt, they're hurt. Dann stell dir vor, weil jetzt dieser Hund gerade gekläfft hat im Hintergrund, da bist du und du bist verletzt und der andere ist verletzt. So imagine now you have this heart and offer it up to heaven to be blessed, increased, multiplied and supersized with grace and miracles. Und dann stell dir vor, da hast du dein Herz und du bietest es dem Himmel an, dass der Himmel es segnen möge, verstärken würde, vergrößern würde, multiplizieren würde. And as that happens, imagine yourself just pouring that energetically into your partner. Und wenn das passiert, dann stell dir auch vor, dass du das energetisch in deinen Partner hineinfließen lässt. Now, instead of being 4 steps away, how close are you to them? Und statt wieder noch 4 Schritte weg zu sein, wie nah bist du jetzt dran? Sometimes you're 2 steps. Sometimes you're right next to them. Or sometimes you're right next to them without clothes. I mean, you get more juicy. Manchmal bist du noch 2 Schritte weg, oder du stehst direkt neben ihnen oder du stehst neben ihnen und ihr seid beide nackt. Jedenfalls wird es saftiger sein als vorher. How close? Wie nah bist du? Ja, schon ziemlich nah. Right before him. Yeah, great. And now you're back to that place. See, there are places as we go through life that we get wounded, we get emotionally arrested. Und schau, jetzt bist du wieder direkt da. Und während wir durchs Leben gehen, dann tauchen Orte in uns auf, wo wir uns verletzt fühlen und gefangen genommen fühlen. And the purpose of a relationship is to clear those out so there's more wholeness, more innocence, more confidence and more love. Und der Zweck einer Beziehung ist, dass die Dinge an die Oberfläche kommen und geheilt werden können, damit es mehr Liebe gibt, mehr Unschuld, und mehr Segen. Courage, confidence, Mut, Selbstvertrauen and wholeness. und Ganzheit There's more innocence. und mehr Unschuld. So it's like now if a person isn't all the way there, maybe they were moved back 16 steps and now they're 8 steps closer. Und wenn eine Person noch nicht direkt da ist, vielleicht waren sie vorher 16 Schritte weg und jetzt noch 8. And this is what I did a number of times this week. I would take them back, I would tune in intuitively. Das habe ich mehrfach schon in der letzten Woche gemacht. Ich habe sie zurückgeführt und ich habe mich eingefühlt. And take them back to the worst thing that happened in their 40s or their 30s or their 20s. Und habe sie zurückgeführt zu der schlimmsten Ereignis in ihren 40ern, in ihren 30ern, in ihren 20ern. And do the same thing. Und dann das Gleiche zu tun. Go back to that event because that event is creating pain now. It wasn't cleared. Und zurückgehen zu dem früheren Ereignis, denn diese früheren Ereignisse erschaffen den Schmerz im Heute, der da noch nicht geheilt wurde. So they'd embrace the gift, they get it supersized by heaven, they give it to whoever was back there, and then also to their partner now. Und dann empfangen sie das Geschenk und sie übergeben es dem Himmel, damit es vergrößert und verstärkt und multipliziert werden kann. Und energetisch teilen sie es dann mit den Menschen, die damals involviert waren und auch mit ihrem Partner heute. I've taken people back to childhood, Ich habe auch Menschen zurückgeführt in ihre Kindheit then back to the womb, und zurück in den Mutterleib then to the ancestral pattern, und dann zum Ahnenmuster, back to past lives, in die vergangenen Leben back to a place
in our mind. It's very deep in the unconscious where we were in bad attitude and we were just taking on bodies. Take them back there, clear that. Und dann auch zurück in das verborgene Unbewusste, wo der Ort ist, wo wir eine schlechte Einstellung hatten und wo wir erst anfingen, Körper anzunehmen. Take them back to before they had bodies, where we turned away from the light. Und habe sie auch zurückgeführt, bevor sie Körper angenommen haben, wo sie sich von dem Licht abgewandt hatten. And then take them back to when we fell into the dream, into separation. Und sie dann noch weiter zurückgeführt zu dem Moment, wo wir in den Traum hineingefallen sind, zu diesem Moment der Trennung. And by this time, they're not only right next to their partner without clothes, they've moved beyond bodies. Und wenn wir dann das gemacht haben, dann ist es so, dass sie nicht nur dem Partner so nah sind ohne Kleider, sondern sie bewegen sich sogar über den Körper hinaus. Now that's, an exercise that's hot off the press. Und das ist eine Übung, die gerade frisch aus dem Druck ist. Ich wollte es gerade sagen, jemand, der noch nicht die Übung kennt, stellt sich das vielleicht jetzt etwas kompliziert vor. Wir müssen eine kurze Brücke vielleicht schlagen. Ja. Das Besondere deiner Arbeit ist ja, dass wir diese inneren Transformationsprozesse sozusagen in Gedanken machen, verinnerlichen. Und es geht in relativ kurzer Zeit. Das ist das Spannende, also wenn wir auf Seminaren bei dir sind, dass das etwas ist, was nicht in einer langwierigen Rückführung stattfindet, sondern sehr schnell in einem gedanklichen Durchlauf. Usually that would be an exercise I would do with someone who is in a disaster situation or they have catastrophic illness. It's just really fillets the whole fish. Es ist eine Übung, die ich normalerweise mit jemandem machen würde, der gerade in einem Desaster drin steckt oder in einer schwerwiegenden Krankheit. Dass wir die Übung machen, denn damit filetiert man den ganzen Fisch. But here's another way. Aber hier gibt es noch eine Möglichkeit. Every time you get upset. Keine schweren Probleme. Nimm ein leichtes Problem, kein so schweres. Okay, give me a simple problem. Okay, dann gib mir ein einfaches Problem. Ein einfaches Problem. Geht immer über das Saubermachen von einer Wohnung. The cleaning of the apartment. This sounds familiar. Das klingt vertraut. Right. So how many steps does that move you back? Wie viele Schritte führt dich das zurück? And that's just a metaphor to measure things. Das ist ja nur eine Metapher, um Dinge zu messen. Also an einem guten Tag 3 Schritte, an einem schlechten Tag 10 Schritte. That day 10 steps. Well, let's go 10 steps. Dann nehmen wir mal die 10 Schritte. Make it fun. Okay. Spaß macht. You're having a bad day. Du hast einen schlechten Tag. And the bugger, the Schlingel, is just not paying any attention at all. Und der Schlingel gibt einfach gar keine Aufmerksamkeit. Now, every time you're upset, it's because you have an attachment. Jedes Mal, wenn du aufgebracht bist, dann ist es deshalb, weil du eine Anhaftung hast. What are you holding on to? An was hältst du fest? Zum Beispiel, warum muss immer nur ich das machen? Why is it always me who has to do this? Right. So this is actually a whole life pattern. It's not just with your partner. Also es ist ein Lebensmuster. And it's a whole pattern, life pattern with your partner. So it's juicy. Es ist ein ganzes Lebensmuster mit deinem Partner, also ist es saftig. Now, there's a paradox about an attachment. Es gibt ein Paradox bezüglich der Anhaftung. The more you hold on, the more you suffer. Je mehr du festhältst, umso mehr leidest du. And nothing changes. Und nichts ändert sich. But when you let go, Aber wenn du loslässt, paradoxically, paradoxerweise, things move forward. They change. bewegen sich Dinge vorwärts und ändern sich. So would you be willing Wärst du willens, to let go of this attachment, an diese this complaint? Anhaftung und diese Beschwerde loszulassen? Aber sehr gerne. Los. Okay, so you let it go. Also du lässt es los. How many steps now? Wie viele Schritte dann sind da noch übrig? 8. 8. Good. Well done. That was halfway. Gut gemacht, das war ja schon fast die Hälfte. So what is the thing that kind of is bugging you now, that's upsetting you now? Was ist es, was dir jetzt auf den Geist geht, was dich jetzt aufbringt? Dass er das zum Beispiel nicht von alleine sieht. That he doesn't see it by himself. So
there's many ways to do it. I'm just following one specific thing. Es gibt viele Wege, das zu tun. Ich folge einfach einem spezifischen. Notice when you're holding on to that, you're suffering. Bemerke, wenn du daran festhältst, leidest du. So do you want to suffer and hold on to it and be 8 steps away, or do you want to let that go? Willst du And move closer. und leiden und 8 Schritte entfernt bleiben oder loslassen und näher kommen? Ja, so dann lieber näher kommen. Leiden ist nicht gut. Rather come the place of suffering isn't fun. Right. So you let that go. How far are you away now? Du lässt es los. Wie weit bist du jetzt noch weg? 6 Schritte. Mm-hmm. So what's the upset now? What's the thing that bugs you? Was ist es jetzt, was dich aufbringt und nervt? Ich denke daran, was ich sonst noch so schöne Dinge machen könnte mit der Zeit. Statt putzen. Instead of cleaning. So, how many steps away are you? Wie viele Schritte noch bist du zurück? Ja, noch war ich auf den 6. 6. Ja. 6. Okay. So, can you see how upset that gets you? I'm a busy woman. I'm important. I have things to do. Kannst du sehen, wie dich das aufbringt? Ich bin nur eine beschäftigte Frau. Ich bin wichtig. Ich habe Dinge zu tun. He's not as busy as me. Er ist ja nicht so beschäftigt wie ich. And he doesn't even pay attention to this. Und er gibt dir noch nicht mal seine Aufmerksamkeit. Now notice, the more you think about that, the more inefficient you get, the more you lose time. Merke, je mehr du darüber nachdenkst, umso ineffektiver wirst du und verlierst Zeit. So you want to suffer and feel that, and you want to let that go. Also willst du leiden und das fühlen oder möchtest du es loslassen? Nein, nicht mehr leiden. No suffering. Yeah, so you let go. How many steps away now? Also lässt du das los und wie viele Schritte bist du dann noch entfernt? Ja, du lockst mich. I do that with all women. Das macht allen Frauen. Also gut. 4 Schritte. 4 steps. Now, we started at 16 steps. How does he look now at 4 steps away? Wir haben ja mit 16 Schritten angefangen. Wie schaut er jetzt für dich aus, mit nur noch 4 Schritte entfernt? Von 10 haben wir angefangen, aber er kommt schon näher, gefährlich nah. Dangerously close. Dangerously close. Gefährlich nah. You may, when he gets really dangerously close, you may decide to fuck the housework and just have the party. Du meinst, wenn er noch gefährlicher näher kommt, dann ist dir die Hausarbeit einfach egal und du willst nur Zeit mit ihm verbringen. But at 4 steps away, what's the thing that bugged you about that? Aber 4 Schritte entfernt, was ist es jetzt, was dich nervt? Er könnte zum Beispiel schon, bevor er Schmutz macht, verhindern, dass er Schmutz macht. He gets things dirty. He could avoid that. Vorsorglich. But see, men don't have minds like that. Eine Art von Bewusstsein, von Denken. You must know by now, men don't have minds. Das musst du inzwischen wissen. Männer haben kein Bewusstsein, keinen Verstand. Ja. I sent Lindsay a card like that while we were courting, and that's how she knew I got the joke about men and women. Als ich mit Lindsay noch ausgegangen bin, als wir gedatet haben, da habe ich ihr eine Karte geschenkt und daran hat sie erkannt, dass ich den Witz bezüglich Männern und Frauen kapiert habe. There's a mom and a daughter. They're in the same colored dresses with their aprons. They're in the kitchen together. Das ist die Mutter mit ihrer Tochter, sind beide im hübschen Kleid und haben eine Schürze umgebunden, stehen in der Küche. The little girl's going, Mom, Und das kleine Mädel sagt, Mama, is it true men only have sex on their mind? stimmt es, dass die Männer nur Sex im Sinn haben, im Verstand haben? And the mom goes, Und die Mutter sagt, Dear, men don't have minds. Liebling, Männer haben keinen Verstand. That's how she knew I got the joke. Und daran wusste Lindsay, dass ich den Witz kapiert habe. And if you keep your sense of humor Wenn du deinen Sinn für Humor beibehältst. about the whole thing, I mean, the gods created men and women just because they didn't have soap operas, so they created men and women just to entertain themselves. Bezüglich der ganzen Sache, denn die Götter haben ja die Menschen erschaffen. Sie hatten keine Seifenoper, also haben sie Menschen erschaffen, um sich selbst zu unterhalten. And when they wanted to make it even more of a soap opera, they added sex to it. Und als sie es noch mehr zu einer Seifenoper machen wollten, haben sie noch den Sex reingeschmissen. But
if you keep your sense of humor, Aber wenn du deinen Sinn für Humor behältst, it really is so easy to please. dann ist es so einfach, einem Mann einen Gefallen zu tun, eine Freude zu machen. So anyhow, if you let that go 4 steps, how close are you now? Wie auch immer, wenn du das loslässt, wie viele Schritte bist du dann noch weg? Also mit Humor geht es schneller, das ist richtig. Dann bin ich nur noch einen Schritt entfernt. One step away. One step away. What holds you back? Was hält dich zurück? Eigentlich nichts mehr. Nothing really. Yeah, you realize when you're this close, oh, what's the big deal? It's like I'd rather have him and love than this difference, this fight. Wenn du so nah bist, dann merkst du, es ist keine große Sache. Ich möchte lieber ihn haben und die Liebe, statt diese Differenzen und den Streit. And when you join a man at that point Und wenn du dich mit einem Mann an diesem Punkt verbindest and celebrate, und feierst, now let me tell you a secret about men. lass mich dir noch ein Geheimnis über Männer erzählen. After you get really close to a man Nachdem du einem Mann wirklich sehr nahe gekommen and bist celebrate, und gefeiert hast, you could ask him for anything. dann könntest du ihm, And he goes, oh, yeah, okay. I'll do my best here. und er sagt, Schatz, ich werde mein Bestes geben. Okay, Chuck, ja, du hast mich überzeugt. This was one method. There were about 3 or 4 that presented themselves, but Das war eine Methode. Wir kamen eigentlich 3 oder 4 in den Sinn, aber that was an exercise we did in the workshop, letting go of the attachment to get through all pain das war eine and Übung, die heal wir the situation. im Seminar gemacht haben, um durch den ganzen Schmerz hindurchzukommen und die Situation zu heilen. And when you do it with the whole group, it's both really releasing and it's really funny. Und wenn du das mit einer ganzen Gruppe machst, dann ist es einerseits sehr befreiend und es macht aber auch sehr viel Spaß. Das stimmt. Das haben wir hier auch in Frankfurt immer wieder erlebt. Das ist wahr. Und da freue ich mich schon total drauf. Das ist jedes Mal ein Highlight, wenn Chuck hier nach Frankfurt kommt. Also spirituelles Wachstum, was mitkriegen, was im Alltag wirklich hilft. Vielleicht gibt es ja noch mehr Frauen, die Probleme haben mit dem Saubermachen und Männern. Aber es gibt, glaube ich, noch eine Menge andere Tipps, die Chuck uns geben kann. Auch welche, die wirklich, wirklich schwer sind und wo man ganz schön dran zu knabbern hat. Also von Verlust von lieben Angehörigen bis hin eben zu Prüfungsängsten, bis hin zu einigen finanziellen Problemen. Also ich kenne kein Problem, wo Chuck nicht mindestens eine gute Antwort drauf hat und mindestens eine gute Lösung. Chuck, wir sagen jetzt noch kurz, wann du kommst. Und zwar bist du hier zu Gast am Donnerstag, den 22. September. Da machen wir ein Abendseminar, wo man dich kennenlernen kann, deine Methode, die Psychology of Vision, und sozusagen mal hineinschnuppert, gerade wenn man dich noch nicht kennt. Oder auch die, die dich immer wieder gerne sehen möchten, haben Gelegenheit, an einem solchen Abend teilzunehmen. Aber so richtig zur Sache geht es wieder dann 3 Tage lang, vom 23. bis zum 25. September. Und da werden wir dann alles erfahren darüber, wie du deinen Partner änderst und dein Leben gleich mit. Weil man muss, glaube ich, immer noch das lesen, was hier unten auch noch steht. Sonst ist man vielleicht doch auf der falschen Spur. One more thing, I just thought of a funny thing that happened with Lenzi and I. Noch eine Sache, die mir in den Sinn kommt, die witzig ist, was mit Lenzi 20 years passiert ago. ist, vor etwa 20 Jahren. And we had company over and I had cooked dinner and we were sitting around talking. Wir hatten Gesellschaft, wir hatten Freunde da und wir haben zusammen gekocht und haben gesprochen. And Lindsay was deeply engaged in a dialogue with one of our guests. Und die Lenzi war vertieft in ein Gespräch mit einer unserer Gäste. So even though I cooked, I cleaned the table, I did the dishes, and she was so locked into the conversation, she didn't even notice. Und ich war am Kochen und habe dem Gespräch zugehört und habe den Tisch gedeckt und habe alles gemacht. Und sie hat es nicht mehr bemerkt, weil sie so in das Gespräch vertieft war. I did the dishes, I cleaned the whole kitchen. Ich habe aufgeräumt, ich habe die ganze Küche sauber gemacht. And came and sat back down. Und dann habe ich mich zu ihnen gesetzt mit den Gästen. And she realized that Mensch, der Tisch ist abgeräumt und die Küche ist schon sauber. And she looked at me and she said, und er hat mich angeschaut und hat gesagt, oh, baby, that's so
sexy. Oh Baby, das ist so sexy. He said, I'll be sure to reward you for that. Ich werde sicher gehen, dass ich dich dafür belohne. Well, you can bet the kitchen was so clean. Ich wette, die Küche war für den nächsten Monat so sauber können. It's so easy to motivate a man. Es ist so leicht, einen Mann zu motivieren. Danke. Unser Herz, das schlägt für dich. Immer wieder. Und wir freuen uns, euch dann auch wahrscheinlich an Katrin hier in Frankfurt zu begrüßen. Und ja, wer noch dazukommen möchte, unter dem Bild alle Infos gleich anmelden und dabei sein. Das ist alles. Danke euch zwei für dieses wunderschöne, lustige, inspirierende Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.